Ich bin fortgegangen und ich war halt so mit Freunden unterwegs, also eigentlich mit meiner Freundesgruppe. Und ich habe da eigentlich immer so was ein bisschen mit Buben aus der Freundesgruppe so ein bisschen was am Laufen gehabt sozusagen. Wir sind dann rausgegangen und haben uns halt geküsst und so, ganz normal. Dann hat halt er so die ganze Zeit angefangen so zu drängen. Willst du mit mir schlafen und so Sachen. Und ich habe halt damals noch nie mit irgendjemandem geschlafen und so. Und ich war halt so, nein, ich will das nicht. Und vor allem nicht jetzt, so in dem Moment. Und er hat halt dann nicht aufgehört, hat er mich halt dann überall angegriffen und so, halt an privater Stelle, so, wo ich es halt eigentlich nicht wollte. Ich glaube, ich habe sicher 20 Mal so gesagt, so, nein, und kannst du das bitte lassen. Dann habe ich es halt irgendwie mal so geschafft, dass ich mich so also er am Weg trug und dass ich weglaufen kann. Zu irgendeinem Zeitpunkt war ich dann halt so, okay, soll ich ihm das jetzt einfach machen lassen, weil dann habe ich es hinter mir und dann kann ich wieder gehen. Eigentlich so eher wieder zum Schluss aus, halt, wie ich es dann geschafft habe ich halt dann schon ein bisschen mehr Kraft aufgewendet, halt, dass ich ihn irgendwie so von mir wegtrug, weil er ist doch, glaube ich, einen Kopf größer als ich. Also ich glaube nicht, dass ich ihm in irgendeiner Art und Weise so das Gefühl gegeben habe, dass das so okay ist. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber von meiner Seite habe ich ihm, glaube ich, nicht solche Signale gegeben, dass das irgendwie okay ist. Was war so der Punkt, an dem er für dein Befinden definitiv die Grenze überschritten hat? Wie das halt gegen die Wanddrucken angefangen hat und wie ich nachher gesagt habe, kannst du das lassen und er nicht aufgehört hat. Ich glaube, das war so das Ding und halt dann einfach weitergemacht hat. Aber es ist halt einfach so ein Ekel vor allem selber. So danach bin ich halt dann wieder raufgelaufen und zu meinen besten Freundinnen halt gegangen. Aber irgendwie habe ich zu dem Zeitpunkt das so gar nicht so realisiert, was eigentlich gerade passiert ist. War einfach irgendwie so da, wie als war nichts gewesen halt. Dann eigentlich so habe ich das erst am nächsten Tag so richtig verstanden, was so passiert ist, also wie ich nachher wach geworden bin irgendwie so. Und auch wie ich nachher erst mit Leuten darüber geredet habe, ist mir halt so bewusst geworden, was eigentlich wirklich so war und dass das überhaupt nicht okay war. Ja. Ich war mal Thermen und habe dort eine Massage gebucht. Und im Vorfeld habe ich dann schon ein bisschen so blädelt und habe gesagt, ich werde hoffentlich keinen männlichen Masseur halt haben, aber eigentlich nur Spaß. Da habe ich mir eigentlich noch nichts dabei gedacht, weil es ist ja ein professionelles Umfeld, man denkt sich ja nichts, das ist ja eigentlich der alltägliche Beruf von dem. Und genau, ich war dann eben in dem Raum, ich war halt bei der Massage und so und ich war da glaube ich so 17, 18 oder so. Ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt, dass ich habe meine Unterhosen nicht anlassen, aber sonst für die Massage muss man sich natürlich ein bisschen ausziehen. Und mein Masseur, das war dann ein männlicher Masseur, war halt auch relativ jung, also sicher nur so 10, 15 Jahre älter wie ich. Aber ich habe mir halt auch noch nichts dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, so, ja, habe ich wieder mal Glück gehabt. Aber es muss ja nichts hassen. Und dann war es halt bei mir so, ich habe mir dann halt auf die Liege, oder wie man das halt nennt, gelegt und so. Und wir haben dann halt kurz über so Öle geredet und eigentlich eher ein nettes Gespräch gehabt. Und dann hat halt die Massage so angefangen und dann habe ich halt schon so bemerkt, dass er halt schon so ein bisschen so angreift, die man halt aber halt doch, also man merkt es halt doch ab und an so, okay, man muss manche Stellen jetzt nicht unbedingt angreifen. Aber ich habe mir gedacht, so, ja, okay, so, es war nur ein, zwei Mal so, kann ja auch nur ein Versehen gewesen sein. Und als halt das nicht gereicht, hat die Person dann auch halt nach der Massage halt dann zu mir nur so gesagt, so, es kommt ja auch so selten vor, dass er halt so jemand Junges und so jemand Hübsches vor sich da liegen hat und es ist ja fast schon eine Ehre, dass er halt so jemanden halt massieren darf und ich meine, so, man nimmt es halt irgendwo als Kompliment. Es ist halt aber wieder der Punkt, an dem man ist so, es ist ja nichts passiert.
ist es jetzt überhaupt die Rede wert so, weil er hat ja nichts getan. So, aber man fühlt sich halt doch irgendwie so, weil es ist halt, du gehst da halt hin, gerade bei einer Massage oder so, ich bin da in meinem verletzlichsten Zustand, also halt da so halb nackert. Und er möchte mich eigentlich entspannen. Und dann kommt halt so eine Situation, wo man halt einfach auch so kurz einmal da ist und so nicht weiß, wie man mit dem umgehen soll. Frauennotruf Salzburg ist eine Opferschutzeinrichtung und eine Beratungsstelle für Frauen bei sexueller Gewalt. Wir haben 3 Schwerpunkte eigentlich. Das sind eben Beratung, Prozessbegleitung und Prävention. Sicherlich falsch ist so die Vorstellung, dass Täter sexuell auffällige oder perverse Personen sind. Das sind ganz psychopathologisch unauffällige Menschen in 90% der Fälle. Also das sind quasi, so wie die Opfer wir sind auch die Täter wir. Das sind nicht irgendwie andere, die sich von uns unterscheiden. Jeder kann Täter sein, jeder kann Opfer sein. Ich war mal auf einer Hausparty und da war ein Typ, den habe ich eigentlich nicht kennt. Ich habe da generell viele Leute noch nicht kennt. Und er hat mir auf den Arsch gegriffen. Und ich habe reagiert, wie es für mich in dem Moment richtig war, habe seine Hand weggetan und habe gesagt, was machst du? Und er war dann irgendwie schockiert. Er war voll schockiert. Ich habe dann an dem Abend nicht mehr mit ihm geredet und mich einfach weiter weggesetzt. Und er hat dann am nächsten Tag habe ich eine riesen Nachricht gekriegt, wo er sich entschuldigt hat. Er wollte das überhaupt nicht und er weiß nicht, was da los war. Und ich kenne ihn jetzt besser und ich mag ihn voll gerne. Er ist voll ein guter Freund von mir, aber wo ich mir dann doch denke, irgendwo muss das auch herkommen sein, weil er hat nie behauptet, dass das ein Versehen war. Das heißt, er ist auch dazu gestanden, dass er da das Gefühl gehabt hat, er kann mir auf den Arsch greifen. Aber irgendwie ist er trotzdem voll der Liebe. Und ich weiß dann oft nicht, wo solche Sachen herkommen. Und ich meine, dass ich da jetzt sowieso immer ein bisschen skeptisch bin, ist glaube ich klar. Aber irgendwie kommt man manchmal vor, muss man davon ausgehen, dass das irgendwo in jedem steckt. Es ist nicht okay für eine Frau, wenn jemand versehentlich beim Vorbeigehen ihr über den Busen streicht, in einer Weise, die vielleicht nicht intensiv genug ist, um als sexuelle Belästigung im Strafrecht zu gelten. Ich finde, gerade diese als Versehen getarnten Berührungen kennt man recht schnell und die sind einfach wahnsinnig am schlimmsten für mich, weil du kannst der Person nicht direkt was vorwerfen, weil es war ja auch Versehen, aber du merkst es halt an der Art, weil wenn die jetzt wer berührt und das tut dem ehrlich leid, dann wirst du an der Entschuldigung, an dem, na, das tut mir jetzt voll leid, das wollte ich nicht, du wirst definitiv einen Unterschied kennen. Und wenn er aber behauptet, es war ein Versehen, kann ich nicht wirklich was dagegen machen. War ja ein Versehen. Und wenn ich da jetzt irgendwas Größeres, ich meine, das ist ja immer das Thema, sobald man was Größeres draus macht, dann ist man die verrückte Emanze, die da voll auftrat, die immer sich selbst im Mittelpunkt stellen muss, weil er ist ja noch angekommen. Ich finde es generell einfach allein, dass man als Person selber denkt, so, ja, ich darf jetzt wem auf den Arsch greifen oder so, weiß ich nicht, so, wie kommt man zu diesem Gefühl, dass man einer fremden Person einfach irgendwo hingreift, so in irgendeinem Bereich, wo es nicht sein sollte. Da frage ich mich generell so, wenn das wirklich bewusst entschieden wird, so, wie kommt das zustande? So. Man muss sich auch als Mädel beim Fortgehen oft einmal oder in einer Mädelsgruppe im Vorfeld schon ausmachen, wer bleibt nüchtern und wer passt auf. Weil mir ist es schon öfters jetzt beim Fortgehen passiert, dass ich halt irgendwie so ein richtig betrunkenes Mädel gesehen habe. Die hat dann ein Kleid angehabt hat mit Ausschnitt oder so und dann ist schon alles verrutscht gewesen und dann war die mit irgendwelchen Typen, wo ich dann wirklich hingegangen bin und gesagt habe, so, hey, jetzt riecht man die mal her. Weil neben die Typen so, da fühle ich mich sogar unwohl, wenn ich das sehe und ich weiß, dass die Typen da alle schon hingeschaut haben und alles. Und dann fragt man, ich weiß nicht, also wenn das Mädel dann halt so allein ist, also deshalb oft einmal, da macht man sich in der Freundesgruppe halt aus, so, okay, die passt halt da auf, damit nichts passiert und so. Und die anderen alle können halt einen Spaß haben oder so. Das war eigentlich beim Footgear generell immer so ein Thema, dass man da jetzt nicht komplett sie niedersaufen kann, weil wer weiß, was da passiert. Irgendwann bist du auf irgendeinem Klo oder so mit irgendwem. Das stimmt, ja. Wir haben ein sehr spannendes Präventionsprojekt, das heißt Ist Luisa hier? Und das ist ein Projekt, wo eben Lokale, also das Personal von Lokalen geschult wird,
darauf, wie man sich am besten verhalten kann, wenn man mit sexueller Gewalt im Arbeitsumfeld konfrontiert ist. Also es ist im Endeffekt so, man geht einfach in ein Lokal hinein, das ein Luisa-Lokal ist, kann man sich ans Personal wenden mit der Frage, ist Luisa hier? Die kennen sie dann aus und können dann eben diskret Hilfe anbieten. Und zwar ist es auch so gedacht, dass die dann mit der Betroffenen einen ausgemachten, also im Lokal vorher mit uns vereinbarten sicheren oder ruhigen Ort gehen, wo man dann in Ruhe mit der Betroffenen sprechen kann und der helfen kann, einmal sie zu orientieren und die Situation zu überblicken und zu überlegen, wie man jetzt, also was jetzt die beste weitere Vorgangsweise ist. Ich denke, wenn man es jetzt nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere Leute bezieht, ist es, denke ich, auch wichtig, dass man wirklich zuhört. Also, dass wenn sich schon jemand wirklich dem öffnet, weil wir ja wissen, dass man das jetzt nicht so schnell gleich mal tut, dass man dann wirklich für die Person da ist und nicht nur sagt so, ah ja, uns geht's ja alle so, sondern dass man das Problem, egal wie klein es scheint, wirklich halt ernst nimmt. Und dass man da halt wirklich dann auch für die Person da ist. Ich bin quasi von meinen Freunden gebeten worden, dass ich eben auf die Katze aufpasse übers Wochenende. Seitdem ich 7 Jahre alt bin, bin ich mit dem befreundet. Der ist dann irgendwann mit meiner Freundin zusammengekommen und seitdem sind wir irgendwie so ein bisschen so ein Trio eigentlich. Und ich bin auch sehr häufig eigentlich in dieser Wohnung. Also da wohnt der Freund von mir eben inzwischen. Und die Wohnung ist praktisch so, seitdem ich 10 Jahre alt bin, irgendwie so eine Art Zufluchtsort für mich gewesen. Ich habe quasi immer Auszeit gehabt, wenn es mir daheim nicht so gut gelaufen ist oder so. Ich habe einfach immer dahin können. Sie haben mir gebeten, dass ich länger in der Wohnung bleibe, weil die Katze nur sehr jung ist. Der Vater hat auch nicht gewusst, dass ich da bin. Deswegen ist er in die Wohnung gekommen und hat eigentlich nach seinem Sohn geschrien, also nach meinem Freund von mir. Ich bin dann eben gleich zur Tür und wollte das eigentlich alles aufklären und einfach nur erklären, wieso ich jetzt da bin. Und ich wollte natürlich sehr freundlich sein, weil ich glaube, man ist zuerst einmal sehr geschockt, wenn einfach irgendeine andere Person in der Wohnung sitzt, als wie die man erwartet. Deswegen habe ich dann einfach ganz normal mit ihm geredet und er war sehr freundlich. Der hat dann gemeint, er muss noch mal kurz in den Keller und dann schaut er noch mal vorbei. Und ich habe mich eigentlich schon gewundert, wieso er jetzt nur mal vorbeischauen muss. Dann ist eben wieder, nachdem er da im Keller war, wieder raufgekommen. Es war so, dass wir eben dann einfach wieder ein Gespräch geführt haben und dann wollte ich ihm ein Bild zeigen auf meinem Handy. Und ich bin gesitzt und er ist gestanden und dann hat er sich zu mir gesetzt, weil er das Handy anschauen wollte, was ich zuerst auch schon nicht ganz verstanden habe. Also er hat sich wirklich zu mir gesetzt und ganz nahe und ich bin im Schneidersitz da gesessen und dann hat er eben die Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und ist dann mit der Hand da immer weiter in Richtung Schritt gefahren. Genau. Das war die erste Situation eigentlich. Also das hat mich wahnsinnig überrumpelt, weil er vorher eben in so einer großen Distanz eigentlich war. Und dann hat er sich eben in einem Satz einfach direkt an mich zugesetzt. Und ich war einfach komplett überfordert mit der Situation und habe gar nicht wirklich so realisiert, was das gerade ist und was da gerade passiert. Ich tue mir wahnsinnig schwer, dass ich das so zeitlich ordne, alles im Nachhinein. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass wenn mir etwas passiert ist oder auch wenn ich also Zeugenaussagen zum Beispiel, wenn ich rekonstruieren muss, ich habe gesehen, dass dieses Auto von links gekommen ist oder ich weiß noch, wie lang mich der Täter verfolgt hat, das ist extrem schwierig, das in einem zeitlichen Zusammenhang zu sehen oder das so wiederzugeben. Und das weiß man aus der forensischen Psychologie, dass Zeugenaussagen oft extrem konstruiert wurden, weil im Nachhinein das Gehirn es versucht zu verstehen, was passiert ist. Ich habe mir das früher immer so vorgestellt, wenn dann sowas passiert, dann springt man sofort auf und schreit und läuft weg und schreit die Person an. Aber das war bei mir überhaupt nicht so. Also ich habe
quasi diese Hand gesehen, die wo auf meinem Oberschenkel ist. Und am Anfang habe ich mir einfach gedacht, er hat sich gerade geirrt. Also er wird die Hand gleich wieder wegziehen, wenn er merkt, dass das mein Oberschenkel ist. Das war dann aber nicht so. Also ich habe quasi einfach nur ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich einfach auf meine Hand gestarrt habe und dann einfach irgendwann gesehen habe, dass die Hand immer weiter zwischen meine Füße rutscht. Also aus psychologischen Gesprächen weiß ich, dass fast alle Opfer von sexuellen Übergriffen ein Phänomen schildern, dass sie quasi aus ihrem Körper ausgestiegen sind und nicht mehr den Bezug zu ihrem eigenen Körper bei dem Geschehen hatten. Also es ist ein Phänomen, dass man, wenn man etwas erlebt, was man jetzt nicht verarbeiten kann, weil man zu jung ist oder weil man es nicht erwartet hat, dass man sozusagen diesen Bezug zum Körper und zur Reaktion nicht mehr hat. Also das ist wie eine Schockstarre, wie ein Kaninchen, das nicht weglaufen kann, obwohl es der Schlange ins Auge sieht. Irgendwann bin ich quasi aus dieser Starre aufgewacht und bin dann einfach aufgestanden, weil das war in dem Moment so das Einzige, was ich irgendwie da hätte können oder wo ich dazu fähig war. Genau, und ich habe einfach versucht, das Gespräch irgendwie am Laufen zu halten und über irgendwas Belangloses zu reden, damit ich quasi ihn irgendwie nicht verärgere. Ist ganz eigenartig im Nachhinein, aber so habe ich irgendwie instinktiv reagiert, genau. Also aus meiner Erfahrung gibt es meistens irgendeine Beziehung. Ja? Also der Unbekannte, der einer Frau im Parkhaus in der Tiefgarage auflauert, das ist nicht die Mehrzahl der Fälle. Wir haben irgendeine Beziehung, sei es jetzt Bekanntenkreis, Verwandtschaft, Partner, Ex-Partner, Arbeitsplatz. Also es ist schon in vielen, vielen Fällen eine Beziehung da. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass je enger die Beziehung zum Täter ist, desto niedriger ist eigentlich die Anzeigebereitschaft. Dann ist er auch aufgestanden und hat mich dann irgendwann von hinten an meiner Taille quasi berührt und irgendwie zudrückt. Und dann bin ich eben, habe mich gleich wieder umgedreht und habe dann die Katze auf den Arm genommen. Und dann war es irgendwie so, dass er sie direkt vor mir hingestellt hat und zwar viel zu nahe. Also im Nachhinein hätte ich da wirklich gleich weggehen müssen, aber er hat sie wirklich direkt vor mir hingestellt. Und hat dann quasi irgendwie meine Hand genommen. Also am Anfang habe ich gedacht, er möchte einfach nur die Katze streicheln, aber in Wahrheit hat er irgendwie meine Hand gestreichelt und mich dabei auch sehr eigenartig angeschaut. Und ja, das war dann eben auch nochmal so ein Grund, wo ich dann nochmal zurückgewichen bin und dann einfach versucht habe, ihn irgendwie aus der Wohnung wieder zu lenken. Also ich habe dann einfach gemeint, dass ich noch ganz viel mit der Schule zum da habe und dass ich jetzt halt wirklich weitermachen muss. Und dann hat er auch noch ganz oft gefragt, ob ich jetzt wirklich keine Zeit mehr für ihn habe und ob er nicht noch ein bisschen bleiben kann. Und ja, ich bin dann aber immer deutlicher irgendwann geworden und habe es dann letztendlich auch geschafft, dass er die Wohnung quasi wieder verlässt. Das, was mir am meisten quasi gestört hat an dem Ganzen, ist einfach, dass ich mir irgendwie auf meinen eigenen Körper nicht ganz verlassen habe können. Dass ich so neben mir gestanden bin, dass ich quasi einfach am Anfang nicht dazu fähig war, dass ich mich da wehre. Und dass ich mich vor allem auch ganz anders verhalten habe, wie ich das eben erwartet hätte. In dem Moment war ich quasi so überrumpelt, so geschockt, dass ich einfach irgendwie nicht fähig war. Mein Körper war nicht fähig, da jetzt sofort was dagegen zu unternehmen. Das hat vor mir selber Angst gemacht, irgendwie auf eine eigenartige Art und Weise. Also meine Eltern waren gerade in der Küche, wo ich heimgekommen bin. Und ich bin dann auch zu ihnen in die Küche und bin erst einfach mal im Raum drin gestanden, weil ich einfach mal realisiert habe, dass ich jetzt wirklich da bin, dass ich jetzt irgendwie in Sicherheit bin. Das war irgendwie so mein einziger Gedanke, also das war mein Ziel irgendwie. Meine Eltern waren irgendwie mein Ziel in dem Moment. Und bin dann einfach mal mitten im Raum gestanden und meine Eltern haben mit mir zu reden begonnen. Und irgendwann haben sie dann halt gemerkt, dass ich nicht reagiere und dann haben sie mich gefragt, was los ist und dann
bin ich einfach wirklich zusammengebrochen praktisch. Also ich habe dann einfach gar nicht mehr können und habe dann eben irgendwann zu erzählen begonnen. Und meine Mama war da auch gleich sehr einfühlsam und empathisch und hat mich gleich getröstet und in den Arm genommen. Mein Papa war da ein bisschen anders, also der hat mich zunächst einfach mal angeschrien und witzigerweise gefragt, warum ich denn auch so einen Pulli anhabe. Weil der Pulli mir ein bisschen über die Schulter gerutscht ist. Ich würde niemals denken, dass ich irgendwen jetzt so sage, so, boah, du bist halt aber knappig angezogen, so, keine Ahnung, so, selbst wenn ich es mir irgendwo denken würde, so, es ist ja so none of my business, einfach so, die Person sollte das anziehen, worin sie sich wohlfühlt und wenn sie Chefin so passt, so, sie ist anzogen, sie hat was an, so, schaut gut aus, gefällt ihr nicht, gefällt dann vielleicht schon, aber so, ich würde da nie einen Kommentar drüber abgeben, über die Länge oder Ausschnitt oder sonstiges, so. Viele Leute sind so, ja, was hast du angehabt und ja, du wolltest das und so, das hat ja mir darauf eingeladen, dass du das machst. Wenn ich in Unterwäsche fortgehe will, dann gehe ich in Unterwäsche fort und dann hat trotzdem keiner das Recht, dass mich anrührt. Mein Papa hätte mir natürlich ein bisschen eine andere Reaktion gewünscht. Ich glaube aber, dass das ein bisschen aus dem Affekt war und nimm es ihnen jetzt auch nicht wirklich übel im Nachhinein. Eigentlich kann ich meinen Eltern so alles erzählen, aber das war irgendwie so ein Level, wo ich mir gedacht habe, ich will ihnen das nicht erzählen, weil so, ich glaube, ich weiß ganz genau, dass sie das verletzen würde, wenn sie das wissen würden und ich weiß es nicht. Also irgendwie so, und ich will es ihnen auch jetzt so im Nachhinein, also so viel später auch nicht mehr so wirklich erzählen. Vielleicht kommt noch mal so ein Moment, wo ich es ihnen erzähle, aber bis jetzt wissen sie es nicht. Das ist jetzt 22 Jahre her. Ich war damals 15 und da ist mir beim Fortgehen was passiert, was mir wohl nicht hätte passieren sollen und was ziemliche Auswirkungen auf mein Leben hatte. Ich habe dann jemanden kennengelernt, der saß auch an der Bar. Der war ein älterer Typ, was natürlich auch irgendwie ein bisschen interessant war. Ich könnte heute nicht sagen, wie alt er war, aber ich schätze, dass der so zwischen 30 und 40 war. Und das ist dann eigentlich alles recht schnell gegangen. Ich weiß es nicht mehr ganz exakt. Ich glaube, er hat mir einen Drink gekauft, mir eine Rose geschenkt. Das war früher irgendwie total gang und gäbe. Und dann meinte er, ich soll mitkommen. Und ich habe das natürlich voll aufregend gefunden. Ich habe mir gedacht, der will knutschen oder so. Ich meine, ich war 15. Ich war total unschuldig damals. Und ich kann mich erinnern, da war so eine Treppe hinauf. Und oben war dann noch ein anderer Gastraum und die Toiletten. Und er hat mich dann einfach in die Toilette reingedrängt. Da war mir das natürlich überhaupt nicht mehr recht, aber ich konnte mich nicht mehr wehren. Er hat einfach nur seine Hose aufgemacht, mich runtergedrückt auf seinen Schwanz, der schon steif war, und hat mich festgehalten. Und den Kopf dann auf und ab bewegt, an den Haaren gerissen. Ich musste dann immer wieder würgen und husten. Das war dem aber ziemlich wurscht. Er hat auch nicht wirklich mit mir geredet. Mir sind die Tränen runtergelaufen und als er dann fertig war, hat er sich angezogen und ist gegangen. Er hat mich da im Badezimmer oben allein gelassen und ich war einfach völlig regungslos. Dann kam eine Frau rauf, auch eine ältere Frau, die mich nur so ansah und dann sagte, ach geh, so schlimm ist das nicht. So irgendwie eben, jedenfalls, sie hat's relativiert. So als ob sie wüsste, was passiert ist. Ich habe natürlich kein Wort zu ihr gesagt. Keine Ahnung, woher sie das wusste, aber ich schätze mal, dass sie den Typen gekannt hat und der sie raufgeschickt hat.
Also eine Definition von sexueller Gewalt, die finden wir im Strafgesetzbuch nicht. Das Strafgesetzbuch regelt im 10. Hauptstück regelt die sogenannten strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung. Das sind um die 20 Paragraphen im Wesentlichen, wo da alles geregelt ist. Und das ist von der Vergewaltigung bis zur sexuellen Belästigung oder öffentlichen geschlechtlichen Handlungen. Und das ist eine sehr hohe Bandbreite. Wenn man sich diese ganzen Tatbestände anschaut, dann kann man sagen, die sexuelle Gewalt ist dann gegeben, wenn eine Handlung erfolgt, die nicht oder nicht mehr vom freien Willen des anderen gedeckt ist. So würde ich das ausdrücken. Man muss dazu sagen, Gewalt muss nicht so stark sein. Also ein Runterdrücken reicht beispielsweise. Ja, also ein mit dem Körper jemanden runterdrücken ist absolut ausreichend, um diesen Gewaltbegriff zu erfüllen. Das fängt an mit der Vergewaltigung nach 201 StGB. Da brauchen Sie eine Nötigung, das heißt eine Willensbeugung zum Beischlaf oder einer gleichzusetzenden Handlung durch Gewalt, durch Drohung, durch Freiheitsentziehung. Also das ist das massivste Delikt. Und am anderen Ende der Skala haben wir die sexuelle Belästigung. Da brauchen Sie nur eine geschlechtliche Handlung, die geeignet ist, berechtigtes Ärgernis hervorzurufen. Oder eine intensive Berührung, wodurch ein anderer in der Würde verletzt wird. Und in diesem Rahmen bewegt sich das Sexualstrafrecht. Das Problem ist bei Sexualdelikten, die finden ja in der Regel nicht in der Öffentlichkeit statt. Und es ist halt nichts Ungewöhnliches, dass in solchen Fällen die Aussage des Täters gegen die Aussage des Opfers steht. Auch Spuren wird man nicht immer haben. Und also man kann das nicht generell beantworten, nur anhand des konkreten Falles. Grundsätzlich, was ein Opfer erreichen will, ist, dass der Vorfall, der passiert ist, das Leben nicht mehr negativ beeinflusst. Also, dass ich keine Schlafstörungen mehr habe, dass ich keine Flashbacks mehr habe, dass ich nicht Angst vor Männern habe, dass ich mich sexuell nicht hingeben kann. Also, man muss zuerst einmal schauen, was ist passiert und wie gehen wir damit um, dass wir unsere Einstellung zu uns selber, zu unserem Körper und auch vielleicht zum anderen Geschlecht ändern können, dass es leichter wird. In den wenigsten Fällen wird es durch eine Anzeige leichter, weil es meistens nicht abschätzbar ist, wird eine Verurteilung des Täters mir helfen. Ich würde jetzt sofort was gegen den machen, sofort. Egal welche Chancen ich hätte, ich würde den sofort anzeigen. Einfach nur, damit er sich schämen muss. Auch wenn es nur 5 Minuten muss, mir egal. Aber ich würde den sofort anzeigen. Das ist ja auch was, das muss man auch sehen für die Opferzeuginnen, also für die Betroffenen, ist ein Verfahren sicherlich mit einigen Anstrengungen verbunden, weil es wird einfach bei der Polizei genau nachgefragt und es wird auch beim Gericht, also auch in der gerichtlichen Vernehmung noch mal viel genauer nachgefragt. Und das birgt halt einfach die Gefahr der Retraumatisierung. Das Erste, was ich ja nur am gleichen Abend gemacht habe, ist, dass ich das Ganze niedergeschrieben habe. Also das, an das ich mich noch erinnern kann, also wirklich so diese 3 Hauptsituationen, habe ich gleich einfach niedergeschrieben, schon aus dem Grund, falls ich das irgendwann noch mal zur Anzeige bringen will oder irgendwie brauchen könnte, einfach, dass ich das quasi einfach niedergeschrieben habe. Und dann habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich, wenn ich das irgendeiner Person mitteilen wollte, dann habe ich ja quasi einfach diesen Zettel in die Hand gedruckt, damit ich das nicht immer selber alles wiederholen muss. Und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Also ich habe es eigentlich gleich, wo ich dann ins Internat gekommen bin, habe ich es einer guten Freundin erzählt, wo ich weiß, dass ich der das einfach anvertrauen kann. Und habe es dann am Tag danach dann auch noch einer anderen Freundin erzählt und einer Betreuerin, also meiner Betreuerin im Heim. Und habe mir dann eben auch gleich gesagt, ich muss da quasi mich damit arbeiten. Also ich muss quasi zum Schulpsychologen gehen, ich muss das irgendwie aufarbeiten, weil das sonst mich irgendwann wieder einholen kann. Und die hat mir das wirklich sehr verinnerlicht. Sie war auch irgendwie so der Grund,
warum ich dann eben auch zum Schulpsychologen gegangen bin. Wenn ich darüber nachdenke, also ich weiß, dass natürlich Sachen hätten anders laufen können. Ich was hätte anders machen können. Ich weiß aber kognitiv, dass das nicht meine Schuld ist, was da passiert ist. Es fühlt sich aber trotzdem bis heute immer noch so an. Aber selbst wenn ich naiv, neugierig und dämlich war, weil ich da alleine in dieser Bar war und mit dem Typen die Treppe raufgegangen bin, macht das nicht okay, was er gemacht hat. Mir ist es irgendwann so schlecht gegangen, dass ich keine andere Wahl hatte, als mir Hilfe zu suchen. Das Leben hat mich dazu gezwungen, dass ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze, aber es hat auch lange gedauert, bis das ging. Und bevor ich eine Therapie gemacht habe, habe ich halt selbstmedikativ mit Alkohol nachgeholfen. Also ich habe zum Glück nie ein Alkoholproblem bekommen, aber es war schon so, dass ich einfach nicht feiern und aus mir rausgehen konnte, ohne dass ich was trinke. Mir hat geholfen, dass ich das in der Therapie bearbeitet habe. Da holt man das Ganze vorsichtig raus mit jemandem, mit dem man eine gute Vertrauensbeziehung aufgebaut hat und der sich auskennt. Und dann kann man das im geschützten Rahmen fühlen. Dann wird es irgendwie nicht mehr so schlimm. Und dann merkt man einfach, dass dieses 15-jährige Mädchen nicht an dem schuld war, was da passiert ist. Aber das ging auch nur mit Bearbeitung. Gerade mit meiner Therapierichtung, mit der kognitiven Verhaltenstherapie, ist es sehr gut zu verändern, dass die Emotion und die Kognition, also das Denken über die Tat und die betreffenden Gefühle dazu, dass die stimmiger neu zusammengesetzt werden. Das ist eigentlich die Aufgabe in der Therapie. Das heißt, dass ich nicht diese Schuldgefühle habe, die ich als Opfer immer habe, weil das Opfer hat immer Schuldgefühle. Das ist ja eigentlich der Missbrauch. Ja? Das Opfer hat immer das Gefühl, von der Gesellschaft oder auch vom Täter bekommen oder auch von den Angehörigen, warum hast du das mit dir machen lassen, wo du es doch nicht wolltest. Das ist ja eigentlich das, was der Täter im Opfer hinterlässt. Dieses Gefühl der Mitschuld. Ja, ich habe nicht Nein gesagt zum Onkel, zum Chef. Ich habe nicht meine Grenzen gezeigt. Man kann ein Schlagfertigkeitstraining machen. Das gibt es tatsächlich, zum Beispiel im Rahmen von Selbstverteidigungskursen, aber zum Beispiel auch beim AFZ Linz oder auch eben, man kommt zu uns in die Beratung und spricht mit uns drüber und wir helfen da weiter, wie kann ich am besten wie kann ich persönlich mich wehren, wenn mir jemand zum Beispiel so anredet. Ja. Ich denke, es ist immer nur schade, wir leben in einer Zeit, wo alles sich weiterentwickelt und wo ständig weiterentwickelt wird und über alles wird geredet und nein, es gibt ja keine Tabus mehr und man will jetzt alles aufarbeiten, die Vergangenheit aufarbeiten und über alles reden und so. Aber das ist was für Frauen halt immer noch so schwierig ist, ob man jetzt drüber redet oder nicht. Es gibt da Dinge, wo man halt einfach so selber ist, so okay, mir passiert jeden Tag was, man verzögert schon gar nicht mehr, weil es einfach jeden Tag ist und wenn man weiß, okay, meiner Freundin ist es auch sicher passiert, so, sie interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Ich glaube definitiv, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Also ich würde nie sagen, dass sie da jetzt die Frauen ändern müssen. Klar, man hat irgendwie ein Grundvertrauen, aber ich würde jetzt eben nicht sagen, dass es zwingend was Schlechtes ist. Also man darf ja irgendwie davon ausgehen, wenn man einen Fremden kennenlernt, dass der einen nicht sofort irgendwie quasi verletzt irgendwie auf Ort. Wenn das so mehr Leute so wissen, habe ich halt einfach die Angst, so, dass es nachher so heißt, so ja, das liegt ja eh an dir und du bildest dir das ein und keine Ahnung, das ist so, weiß ich nicht, irgendwie so, du willst das ja eh und so Sachen und das interessiert mich einfach nicht. Ich finde, die Gesellschaft muss ehrlicher mit diesem Thema umgehen. Ich habe damals mit 15 über sexuelle Gewalt nichts gewusst, außer das, was ich vielleicht in Romanen gelesen habe. Es war einfach nie ein Thema. Ich glaube, es ist wichtig, Frauen besser auf dieses Thema vorzubereiten, weil es betrifft uns halt. Solche Sachen passieren. Da ist dann so oft einmal so diese 2 Geschichten, die innerhalb von 10 Jahren passieren. So diese schlimmsten Geschichten, die halt jeden verzählt werden, die jeder kennt und so, und auf die hängt man sich dann halt auf. Aber man will halt nicht so diese 2 Geschichten in 10 Jahren kehren. So, man hat halt irgendwie diese Angst, dass man halt einfach so, es ist schon dieser einen Person einmal passiert oder so und warum soll es dann nicht mir wieder passieren? So, auch wenn es unwahrscheinlich ist, die kleine Wahrscheinlichkeit ist trotzdem nur da, dass es halt passieren könnte.
Und dann, daher kommt dann einfach die Angst, weil man halt einfach die schlimmsten Geschichten schon einmal gehört hat und da halt dann nicht dazu erzählen will. Ja, es ist schon irgendwie schlimm, weil ich denke mir, wenn du über was redest, was dir passiert ist, dann, ich denke mir, man redet ja auch über Sachen, weiß ich nicht, wenn du Weder hast oder keine Ahnung, im Krankenhaus liegst, redest du auch drüber, so, ja, mir ist das und das passiert und ich habe den Unfall gehabt und so. Und das ist halt irgendwie so, dass es halt teilweise einfach so voll halt so auf die Psyche geht und das halt einfach ignoriert wird und dass das nicht so schlimm ist eben. Die Opferrechte sind in den letzten Jahrzehnten gestärkt worden, was eine gute Entwicklung ist. Die Gesellschaft muss die Frauen selbstbewusster machen, schon die kleinen Mädchen selbstbewusster machen. Also ich muss Nein sagen dürfen, gleich mal, ich muss spüren, ich muss sensibler werden, ich muss spüren, wo meine Grenzen sind und nicht aus Freundlichkeit oder Höflichkeit etwas zulassen, nur weil ich autoritätshörig bin und mir denke, der hat jetzt eine höhere Position, das ist mein Lehrer, das ist mein Chef und da muss ich mir jetzt etwas gefallen lassen, was mir nicht taugt. Ich glaube einfach, dass eben ja oft Männer einfach das selber nicht merken, wenn sie jemanden sexuell belästigen und dass sie so wenig Männer angesprochen fühlen bei so einem Thema, obwohl es eigentlich so viel mehr anspricht. Also ich glaube, dass bei Männern da sicher irgendwie großer Aufklärungsbedarf da ist, weil sie eben oft einfach nicht wissen, was sie da wirklich der gegenüberstehenden Person irgendwie auch dann